Einen wunderschönen guten Morgen vom letzten Tag der Light in Building 2022. Und natürlich haben wir auch am letzten Tag wieder spannende Vorträge. Wer sind wir? Das ist meine Person und Carsten Austinat. Carsten, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, zum einen und passend zu dem Thema, was wir jetzt haben, denn es könnte keinen besseren geben als den Leiter der Akademie, der du ja mal bist. Deshalb auch das Thema heute Akademie, Wissensvorsprung von Experten lernen in der OBO Akademie. Carsten, Corona-Zeit, will ich sagen, haben wir hinter uns. Wir sind ja eigentlich noch mittendrin, aber trotzdem haben wir eine Lernkurve durchgemacht. Waren sicherlich Webinare mehr im Kommen als zuvor. Gehen wir mal grundsätzlich auf die Akademie ein. Was bedeutet Akademie? Was bietet OBO in der Akademie? Was kannst du uns dazu erzählen? Erstmal hallo Klaus, schönen guten Morgen. Danke, dass ich mal hier sitzen darf. Ich habe mal die Stellung gewechselt, was ganz anderes. Wir können aber drehen. Nee, das ist wunderbar, macht Spaß. Ja, Akademie, vor allen Dingen auch Corona-Zeit, war für uns eine große Herausforderung. Man konnte uns nicht mehr besuchen. Es ist immer sehr entspannt. Werksbesuche kombiniert mit einer Schulung, Fachschulung und dann auch in den Campus bei uns, wo man mal die Produkte wirklich haptisch auch mal erkennen lernen kann, war nicht mehr. Konnten wir nicht mehr. Das heißt, wir mussten uns sehr schnell umstellen auf eine Online-Schulungsmaßnahme, was nicht mal ganz einfach ist. A, der Zeitraum ist begrenzt. Niemand ist wirklich für 2 oder 3 Stunden online-mäßig dabei. Die sind irgendwann mal weg. Also mussten wir begrenzen auf 3/4 Stunde, maximal eine Stunde. Das haben wir versucht, erstmal jeden Freitag. Wir haben Webinare gestartet zu Themen, wo wir wussten, das sind Themen, die sind nicht mal eben leicht erklärbar. Logischerweise, Produktneuheiten und. Und irgendwann haben wir damit gestartet zu sagen, okay, unsere Kompetenz ist ja nicht nur extern, ist ja auch intern. Wir schulen ja auch unsere eigenen Mitarbeiter im Innenvertrieb, im Außenvertrieb und auch die Tochtergesellschaften dürfen nicht vergessen. Das war die einzige Maßnahme, die wir machen konnten, über eine Kamera mit den Produkten, die man auch wirklich da verarbeitete, verbaute. Aber alles musste man quasi erklären, weil die Haptik komplett verloren geht. Aber unterm Strich gesehen, das Konzept geht auf. Man nimmt zumindest schon mal einen Teil der Informationen mit. Man hat gesehen, worum es geht. Und wenn man dieses Ganze nicht den Druck rausnimmt und nicht versucht, innerhalb von 45 Minuten alles zu erklären, dann geht das auch. Gut, ich habe jetzt leider noch bei keiner Schulung teilgenommen. Ich höre aber von den internen und externen, dass sie total begeistert sind, wenn du Schulungen machst. Welche Themen werden denn da angeboten, also gerade bei den externen Webinaren auch? Also fangen wir mal intern an. Intern ist so aus, sobald neue Kollegen zu uns kommen, werden die intensiv geschult, an die Schulungen, an die Produkte herangeführt. Wir haben ja immerhin 7 Produkteinheiten und die sollte man auch irgendwie mal vermitteln. Haptisch mäßig und aber auch kennenlernen. Erstmal nur kennenlernen. Es gibt Teile, die sehen im Katalog so winzig aus. Und wenn du das erste Mal in der Hand hältst, denkst du, meine Güte, so groß ist das wirklich. Also das ist Punkt 1. Extern sind die sehr begeistert, da die wirklich erstmal sehen können, wo kommen die Produkte überhaupt her? Und dann lernen die Produktion kennen, kommen dann in die großen Foren bei uns im Men, wo sie alles sehen können, wie es verbaut wurde. Und dann dürfen sie ja selber sagen und dürfen Fragen stellen, weil wir haben festgestellt, wenn jemand online-mäßig was macht, und da sind mehrere mit dabei, 20, 30 Personen, die haben eine gewisse Hemmschwelle, eine Frage zu stellen bezüglich, wie kann man das machen? Und du weißt, wir haben auch Produkte, da baurechtlich spielt da ein bisschen ein und. Und da muss man auch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und da sind auch sehr viele Fragen, Verständnisfragen, die man wesentlich besser vermitteln kann, wenn man das Produkt da zeigt und hier wird es eingebaut und so wird es eingebaut. Aber ja klar, die Resonanz ist gut, man hat Spaß dabei, es ist auch eine lockere Atmosphäre. Es ist nicht die Schule mit dem, ne, du passt nicht auf, du gehst jetzt raus, Klinke runterdrücken. Nein, ist nicht. Also es ist eine lockere Sache. Und, lockere Atmosphäre. Gut, wenn ich jetzt Kunde bin und ich hätte Interesse, wie kann ich zum einen erfahren, was angeboten wird, wie kann ich teilnehmen? Also, die Akademie ist ja aufgegliedert, also ich bin ja OBO Akademie Holding, international. Jede Tochtergesellschaft hat eine eigene Akademiestruktur. So, und dann der Kunde geht erstmal zu seiner Vertriebsstruktur, das wäre Vertrieb Deutschland. Das ist der Patrick Wickershoff zum Beispiel, der ist der Ansprechpartner. Mit dem macht man einen Termin aus. Was möchte er gerne haben? Einen Werksbesuch? Möchte er gerne eine Schulung haben? Was für ein Thema? Also die Top-Themen sind wirklich Brandschutz,
Überspannungsschutz und dann kommt aber auch schon solche Sachen wie Kabeltragsystem oder Unterflur. Dann macht man einen Termin aus, dann kommen die halt zu uns. Oder wenn es halt nicht geht, macht man es halt dann online-mäßig. Aber wie gesagt, der Kontakt wird über die Tochtergesellschaften hergestellt, an uns herangetragen und wir führen es dann aus. Okay. Du hast eben schon erwähnt, Forum, wir haben ja einen eigenen Campus, Ja. in dem du die Webinare abhältst, quasi so dein Wohnzimmer, würde ich mal fast sagen. Ja, richtig. Gib uns mal so ein bisschen Einblick in den Campus, was da so genau gemacht wird oder was wir da Ja, also der anbieten. Campus ist eine größere, ich sag mal rund knapp 300 Quadratmeter. Da haben wir unsere Produkte quasi aufgebaut. Wir haben die Produkte nicht verbaut. Das heißt, man kann jetzt sich wirklich da wie im, ja, sag mal, wie im Playmobil-Land austoben. Jetzt habe ich da auf den Fotos zum Beispiel Kabeltragsysteme und zeige den neuen, das war übrigens Corona-Zeit, neue Mitarbeiter, also mit ein bisschen Abstand erzählt, worauf kommst du an? Wie baue ich zum Beispiel ein Anbau-Abzweigstück ein in der Kabelrinne und natürlich auch in Begleitung mit Folien, logischerweise, damit man wenigstens versteht, worum geht es hier überhaupt. Aber das ist erstmal die erste Heranführungsweise für interne Mitarbeiter zu sagen, davon reden wir, das ist unsere Kernkompetenz. Und ja, es ist ein freier Raum, ein großer Raum, man bewegt sich da und diesen Bildschirm, den du da siehst, den kann man natürlich überall hinschieben, wie auch so ein Medienwagen. Wir haben so einen Medienwagen, da sind Monitore drauf und eine Kamera drauf, den schiebe ich auch da und dahin, wo ich von berichten möchte, in die weite Welt hinein. Gut, wir haben uns in den letzten Tagen, naja, sagen wir fast bei jedem Beitrag über Visionen auch unterhalten und möchte ich hier quasi auch nochmal ansprechen, welche Vision hast du mit deiner Akademie? Also wo soll es mal hingehen? Wo glaubst du, wo wir da in 2, 3 Jahren idealerweise stehen werden? Mal vorausgesetzt, es gibt nicht wieder Corona-Variante XY, sondern es pendelt sich wieder einigermaßen ein. Wo werden wir da stehen? Also wenn wir davon ausgehen, dass nichts mehr passiert, selbst wenn, wir sind schon mal gut aufgestellt, wir können innerhalb kurzer Zeit reagieren und können sagen, gut, dann stellen wir halt auf keinen Kontakt um. Meine Vision ist, wir haben jetzt die digitale Messeplattform, wo wir auch alle Beiträge quasi immer ablegen werden, die auch nicht verloren gehen, dass wir 2 Bereiche schaffen. Der erste Bereich ist intern, der zweite Bereich ist extern, dass wir wirklich auch Events anlegen und sagen, wir haben Neuheit, die stellen wir dann vor. Und vor allen Dingen, ich möchte einen Schulungskalender erstellen, der für alle Tochtergesellschaften ersichtlich ist, wo man sich eintragen kann. Wie beim Kinoprogramm. Das läuft, da nehme ich die Karte für, logge mich ein, von weltweit kriege ich einen Link, bin dann in dem Moment da und wird das halt abgestaltet. In Englisch, in Deutsch, Aufzeichnungen werden gemacht. Also ich möchte eine Bibliothek aufbauen mit allen unseren Produkten, mit unseren Interviews, mit Expertenfragen und, dass jeder gezielt, wenn er sucht, danach auch sagen kann, schaut mal her, lieber Kunde, wenn du größere Fragen hast, das kannst du gerne abrufen, da kriegst du wesentlich mehr Informationen, als wenn ich dir jetzt einen Katalog gebe und sage, lest das durch. Gut, Carsten. Ich hoffe, dass jeder mal irgendwie in den Genuss kommt, bei einem deiner Webinare teilzunehmen. Weil Ich lade dich herzlich ein. Das werde ich dann auch mal in Anspruch nehmen. Es ist ein Genuss, genauso war es ein Genuss, die letzten Tage mit dir hier auf der Bühne zu verbringen. Wir hatten den einen oder anderen Talk zu den unterschiedlichen Themen. Vielen, vielen Dank. Wir werden das auch nach der Light in Building weiter vertiefen. Du hast es schon angesprochen, auf unserer digitalen Plattform kann man jeden Beitrag, den wir in den letzten Tagen gebracht haben, nochmal sich ansehen und da sind sehr, sehr interessante Beiträge dabei. Und nochmals vielen, vielen Dank. 5 Tage Light in Building. Es reicht jetzt auch, würde ich sagen. Es war mir ein Fest. Alles klar, mir auch. Klaus. Dankeschön, Carsten. Tschüss. Tschüss.